Über das Füssli, da gibt es einen Haufen verschiedene Ideen. Das Füssli, wo der Standort wichtig ist am Instrument, wo man probiert, eben die Schwingungen vom Alphorn nicht zu brechen, indem dass man dort das Alphorn den Boden stellen, mit der eigentlich Form vom Füssli, wo man eben probiert, genau das Gleiche zu erreichen, dass man nicht den Klang vom Alphorn vermindert. Ideen, dass das muss schwingungsaktiv sein, also dass die Vibrationen aufnehmen können. Oder auch einfach nur die Idee, dass man das Alphorn fest muss am Boden stellen, dass man nachher auch kräftig hinten reinblasen kann. Wir haben ein relativ schlichtes Füssli gewählt, aus einem Herdholz, aus Ahorn. Eins, das sich stark verbindet mit dem Holz, wo man das Alphorn gut abstellen kann, das aber nicht eine Grösse hat, die die Vibrationen vom Instrument hindert. Beim Drechseln da muss ich schauen, dass die Aluhülse genau drüber passt und auch am richtigen Ort herkommt. Jetzt, als ich das Mäss habe bei der Hülse, muss ich noch so ein bisschen Kerbchen machen, also ein paar Leim noch Platz hat und noch aufräuchen, dass der Leim auch gut hat. Da mit dem Zögmesser tue ich jetzt das einfach konisch machen, von beiden Seiten eigentlich einhauen oder fortschaben, bis
schön konisch ist. Wenn ich mit dem Zückmesser fertig bin, kann ich da mit dem normalen Messer noch ein bisschen einhauen, dass die Späne abfallen. Wenn es dann schön gerade ist, einen schönen Anschlag hat für das Zwingli dran, kann ich es noch verschleifen mit dem Schleifpapier. Das Mundstück ist ein wesentlicher Teil für das Instrument zu blasen. Eigentlich ist ja das Mundstück nur da, dass man wöhler ist zum Alphorn spielen und dass man individueller das Mundstück am Bläser anpassen. Die früheren Alphörner haben einfach nur so ein Nussschäli rausgemacht bei den Rohren und dann hat man einfach hinter in das Nussschäli geblasen. Aber das Mundstück ist heutzutage natürlich viel mehr, weil man es zum einen tut, individuellem Bläser anpassen, seiner Blastechnik, seiner Mausstellung, seiner Zangstellung. Es geht darum, dass man ein optimales Klangvolumen rausbringt, wenn man das richtige Mundstück wählt. Die verschiedenen Hölzer sind sehr ein wichtiger Faktor. Nicht nur, weil ihm das Mundstück gefällt. Wenn ihm etwas gefällt, spielt man eine Klasse besser. Zum anderen natürlich auch, dass man eben mit der Weichheit vom Holz, mit der Art, wie man es drechselt, dass man das Optimum für einen Bläser herausholen kann. Also, wenn man dann die Teile alle weg hat, dann tut man nachher die Teile weg machen für zusammenstecken. Dann muss man nachher bei diesen Teilen 8 cm reichen, muss man ein bisschen einsagen, etwa 3 mm tief. Das hat man im Auge. Da braucht man nichts zu messen. Das hat man im Auge, wie tief dass man das muss einsagen. Und nachher, wenn das eingesagt ist, tut man das, was raus muss, mit dem Zückmesser oder mit dem Handhöbeli, tut man das schön sauber und glatt abhobeln, dass man dann die Hülse drüber anstossen kann. Und für die Hülse anzuleimen, da haben wir 2 Komponenten. Leim für Metall und Holz, wo man nachher drüber anstreicht.
Zwingli mache ich mir aus Buchsbaumholz. Das ist ganzes zähes Holz, also ideal für das Zwingli. Ich tue das in die Dreibank einspannen. Das Zwingli ist eigentlich der Abschluss von dem Handrohr. Dazu hat es ja zusammen für ein Mundstück reinstecken. Jetzt tue ich innen aushöhlen, dass ich es auf das Handrohr aufstecken kann. Vor und hinter verschiedene Mässe übertragen. Und tue es aushöhlen und gehe ein bisschen probieren, ob es passt. Jetzt das Zwingli passt auf. Jetzt muss ich noch schauen, dass die letztendliche Gesamtlänge von dem Handrohr stimmt. Sonst kann ich dann noch ein bisschen fortnehmen. Und wenn es dann alles stimmt, kann ich das Zwingli auf einen Klotz aufspannen. Wenn ich es auf einen Klotz aufgespannt habe, kann ich es hier mit Dreibank tun und die Aussenform und das Zwingli geben. Da hat etwa jeder Alphornmacher seine eigene Form. Hier macht man das schon seit Grossvaters Zeit gleich. Das ist noch eine schöne Verzierung. Ganz eine stimmige Form. Jetzt das letzte mache ich noch die 3 Kerbeli rein. Das ist auch noch so ein bisschen eine Verzierung. Und tue es noch ein bisschen polieren. Jetzt, wo das Zwingli schön passt, Fallweiselweg, und die noch anleimen. Da tut man einfach auch noch die Leim angeben. Und nachher, wo man das einfach fest dran stecken, schön hinten an Anschlag kommt. Letztens noch den Leim abputzen und dann ist das fest. Eigentlich ist ja das Schönste, wenn man so ein Alphorn zusammensteckt und die ersten Töne reinblasen kann. Zu spüren, was man schaffen hat vom Klang, wenn man so an dem Alphorn gewerkt hat, Musik, die daraus entsteht, später vielleicht Mehrstimmigkeit, wenn ein paar miteinander blasen. Alles nur um probieren, die Musikalität, Musik, Vibrationen, die Schwingungen zusammenzuführen, für Leichtigkeit zu bekommen, für Freude zu vermitteln. Also das Wickeln, das sind Bambusstreifen. Und das eignet sich gut für die Umwicklung, tut die Horn schützen und tut auch noch ein bisschen isolieren. Und früher, als sie eben das Rattan noch nicht kennt, haben sie noch Hobelspäne abgestossen. Mit dem Handhobel harthölzige Späne gemacht und nachher die aufgeleimt. Ja, die Schiene muss man zuerst vorbereiten. Man muss beidseitig zuerst muss man ein bisschen abschiften, das verdünnen und dann so ein Säckchen rausholen, 2 cm innen, dass man es nachher zusammenheichen kann, dass man einfach mit dem nächsten weiterfahren kann. Und dann muss man vorab ein bisschen Leim angeben. Und das ist ein Pulverleim, den man mit Wasser anrühren kann, was einen schönen Brei gibt. Und dann kann man den mit dem Zangenbürstchen tut man nachher das Horn so 5 cm vorab mit Leim einstreichen und nachher das Bambusschienenli aufziehen. Man muss einfach anstrecken schön,
mit der linken Hand und mit der rechten hat man meistens etwa noch das Messer in der Hand, wo man sich ein bisschen ins Boden drücken oder ein bisschen aneinander andrücken. Und so tut man dann das Horn einbinden. Und so für ein Alphorn einzuwickeln, braucht es 100 Meter Schiene. Und jetzt macht man so schon wegen dem Transportieren auf verschiedene Stimmungen. Die Alphorn werden ja heute zu verschiedenen anderen Instrumenten blasen. Und jetzt können wir also mit Zusatzteilen, man kann zwischenschichten tun und das Alphorn kann verlängern oder auch aussen längere Handrohr, wo man das längere Handrohr aussen dran stecken kann. Und heute können wir also mit dem gleichen Alphorn 6 verschiedene Stimmungen blasen. Die Alphorn, das Bambus, wenn es eingewickelt ist, tut man den Bambus mit Salmiak und Wasserstoff abbleichen und das macht man, dass nachher die Bambusschienen alle gleich aussehen, weil die sind nicht alle gleich gefärbt, Teil sind ein bisschen heiterer und Teil sind ein bisschen feisterer und mit dem Salmiak und Wasserstoff kann man nachher das schön ausgleichen in der Farbe. Und wenn das abgetrocknet ist, dann tut man nachher mit einem 2-Komponenten-Lack den Rattan noch lackieren. Nach dem Bleichen sind eigentlich dort im Bambus, wo ein bisschen Reste rausstehen von diesen Blättchen. Und dort tut man die noch sauber putzen.